So, ich irre hier jetzt gerade allein im Legoland herum. Rita hat gesagt, sie geht auf die Toilette, aber ich weiß nicht auf welche. Der Fabrikshop, wo heute schon bedeutend mehr los ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch einige nette Steine finden werden hier. So eine Art, sind keine Macaroni, aber so abgerundete. Rita will Mauersteine. Und natürlich sind wir immer wieder auf der Suche nach Grünzeug und diversen bedruckten Teilen, falls es sowas noch geben sollte. Hier einmal Einser und das ganze Kleinzeugs. Wie gesagt, wenn ihr genau wissen wollt, welche Steine es gibt, wir haben schon mehrmals einen kompletten Durchgang hier gemacht. Heute nur das, was mir jetzt gerade so ins Auge springt. Wir haben, wie gesagt, schon ein paar Mal hier, einmal sogar dieses Jahr, hier einen vollen Rundgang gemacht und euch gezeigt, was es hier alles so gibt. Hier auch für Bäume, sehr praktisch. Aber ich würde sagen, wir schauen mal. Die was ein bisschen besser von der Schule, gell? Na, das ist Dark Orange. Du brauchst Medium Nougat. Rita ist für ihre Schule am Schauen, für die Rückwand. Und da benötigt sie diese hier. Mauersteine in Medium Nougat. Und ich würde sagen, du kannst auch ein paar 1x4er dazu mischen, dann ist es ein bisschen stabiler. Dunkelrot gab es auch. Dunkelrote sind übrigens auch sehr cool, ja. Dann nehme ich die auch. Kannst du auch ein paar nehmen. Dark Orange, glaube ich, braucht man nicht unbedingt. Nein. Muss nicht unbedingt sein. Hier bei den größeren Teilen, die man ja einzeln bezahlen muss. Das finde ich zum Beispiel ziemlich teuer hier für so ein Achterbahnteil. 10 Euro, die bekommt man auf Bricklink um einiges günstiger. Und ich sehe schon ein paar andere Teile hier als noch beim letzten Mal. Wie zum Beispiel bei den Tierchen. Werden wir uns vielleicht nehmen, Pferde in verschiedenen Farben. Hier bei den interessanteren Teilen ist natürlich mehr los, aber wir bahnen uns den Weg hier Ich packe mir jetzt selbst mal 1, 2 Tütchen und melde mich dann gleich wieder bei euch. Kurzes Voice-Over, weil es dort in der Fabrik wirklich sehr, sehr laut war. Also wir waren natürlich allen voran auf der Suche nach Pflanzenteilen, die ziemlich teuer sind auf Bricklink und Co. Wir werden euch das Ganze dann natürlich auch in einem Haul-Video später noch zeigen, was wir da alles gekauft haben. Wir versuchen auch für euch ein bisschen die Preise zu analysieren, was sich denn lohnt und was nicht. Sie haben dort wirklich, wirklich schöne Teile in der Fabrik, allen voran, wenn es um Pflanzen geht. Verschiedene Farben, verschiedene Größen, alles Mögliche, und da versuchen wir natürlich immer, so viel es geht mitzunehmen, um Wild City noch ein bisschen grüner zu machen. Sie hatten auch ein paar neue Steine, was sehr interessant war in der Fabrik. Also das Sortiment ist nicht immer dasselbe, wenn ihr an 2 verschiedenen Tagen dorthin geht. Heute ist hier in der Fabrik also schon um einiges mehr los. Manche Steine gehen auch schon zur Neige, aber die meisten gibt es noch. Auch diese bedruckten Fliesen. Zeitungen, Pizza, Donut. Bis auf die Baumstämme habe ich bis jetzt alles gesehen. Hier nochmal ich zurück, weil mich Rita von hinten angequatscht hat. Es gibt auch jede Menge Fliesen in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Hier sind natürlich besonders interessant die bedruckten Fliesen. Es gibt, wie ihr hier seht, Schokolade, es gibt Weltkarten, es gibt diese Pizzen, es gibt Honigwaben und so weiter. Also auch verschiedene Zeitungen haben wir gesehen. Das ist natürlich besonders interessant. Ich zeige euch jetzt gleich mal ein neues Teil, welches ich gefunden habe. Und zwar dieses runde Fliesenteil mit dieser Holz
Holzoptik. Das habe ich bis jetzt im Fabrikshop hier noch überhaupt nicht gesehen. Da haben wir natürlich auch ein paar mitgenommen und auch neu diese kleinen Amöben oder was auch immer das ist, was man mit dem Mikroskop anschauen kann in der Schule und glaube ich auch bei diversen Weltraumsets. Diese Teile sind meistens auf Bricklink besonders teuer, also da sollt ihr auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und da vielleicht ein paar mitnehmen, wenn ihr das wollt. Also alles in allem ist das Angebot hier heute in der Fabrik noch sehr gut. Es gibt noch fast alles, aber in Anbetracht hier auch zum Beispiel Ritas heißgeliebte Log-Pieces, in Anbetracht der Situation, wie viel hier los ist und wie schnell diese Container geleert werden, würde es mich nicht wundern, wenn das ein oder andere Teil relativ bald aus sein würde. Außerdem sieht es hier teilweise ziemlich aus. Ich werde mir jetzt noch ein paar dieser Arches in Braun nehmen für Bäume. Wir haben auch hellgraue genommen für die U-Bahn übrigens und werden nochmal durchgehen. Rita wird sich sicher noch ein paar Tiere nehmen. Ich habe schon ein paar Tüten hier angefüllt. Schauen wir mal kurz hier zu der Vitrine. Neben der Kasse findet ihr also diese Glasvitrine, wo ihr spezielle Teile kaufen könnt. Allen voran die Powered Up und diverse Technikmotoren. Dann haben sie hier Fahrräder, diverse Tiere. Hier seht ihr Hündchen, Schildkröten, Vögel, Kätzchen. Auch größere Tiere wie Elefanten, die kommen dann gleich, Eulen. Es gibt also eine große Auswahl auch an Babys und da müsst ihr dann bei der Kasse einfach Bescheid sagen, welches Set ihr gerne haben wollt. Und hier seht ihr hoffentlich, wenn ich die Kamera nicht zu schnell geschwenkt habe, auch wie viel diese Tiere und Teile kosten. Alles in allem sind das ganz gute Preise eigentlich. So, Verzeihung, dass wir jetzt hier aus der Fabrik nicht allzu viel hergezeigt haben. Das hatte einerseits den Grund, dass sehr viele Leute dort waren und ich nicht alles niederfilmen wollte, weil ja die Leute auch ihr Shopping-Erlebnis genießen wollen. Andererseits hatte ich schon eine ganze Traube kleiner Kinder hinter mir, weil denen unser Mikrofon so gut gefallen hat, was ja aussieht wie ein überdimensionierter Hamster oder ein kleines Meerschweinchen. Andererseits wollten wir auch ein bisschen einkaufen und wie ihr seht, Rita gemeinsam mit Jürgen hier am Start. Wir haben wieder ein paar Steine mitgenommen, werden euch da sicher mal ein Haul-Video zeigen. Es ist jetzt Mittag und ich denke, wir werden jetzt, ich weiß nicht, ich gehe den beiden gerade nach, keine Ahnung, wo die hingehen, aber wir werden jetzt, denke ich mal, wohin essen gehen. Und später ist dann gleich noch der City Shop am Programm, weil wir auch dort auf der Suche nach einem speziellen Set sind. Bis dahin genießen wir hier die Szenerie und schauen uns das Miniland an. Und ich glaube, Rita hat schon Hunger, also gehen wir jetzt lieber essen. Bis gleich. Christoph filmt wieder, obwohl ich eigentlich schon essen wollte. Er erlaubt sich wirklich was. Extrem vollgefressen schreiten wir von dannen. Wir fahren jetzt lieber mal nicht mit einer Achterbahn, aber später wieder. Ich glaube, der nächste Stopp wird der City Shop sein, wo ich, wie ich bereits gesagt habe, auf ein spezielles Set meine Augen gerichtet habe. Mal schauen, ob es das gibt. Wir melden uns dann wieder, wenn wir dort sind. Rita ist auch sehr vollgefressen. Vollgefressen und zufrieden. Rein in den City Shop. Hier ist jetzt nichts. Ja, das Einzige ist lustig. Ja, genau. Mir liegt es einfach so gut funktioniert. Dieses Glas. Hier, wie ihr sicher wisst, das komplette Lego-Sortiment von A bis Z plus jede Menge Merchandising-Sachen, Bücherregale, Stofftiere, Schlüsselanhänger, Bücher, diese komplett überteuerten Holzregale gibt es auch noch immer. Gehen wir mal in einen Bereich, der euch wahrscheinlich interessiert wird, dort wo es die exklusiven Sets geben wird, nach wie vor am Markt. Das Stadtleben, welches jetzt aber um 20 € teurer geworden ist. Die diversen Heime unserer liebsten Fernsehstars, Seinfeld, Sesamstraße, DeLorean, noch immer ausverkauft, soweit ich das sehe ich jedenfalls hier nicht. Weihnachtssets natürlich auch immer beliebt bei
bei allen Groß und Klein. Und hier die Modulars, Kevin. Nintendo. Und dann geht es hier in Richtung Star Wars. Wo natürlich auch sehr schöne Sets hier am Start sind. Es gibt auch diese Displays schon. Todesstern, Dagobah. Anderen sehe ich jetzt momentan noch nicht. Ah, hier ist diese Meditationskammer. Müllpresse. Fehlanzeige. Kann natürlich auch sein, dass die erst auf den Markt kommt. Hier Lego Technik, übrigens noch immer mit den alten Stickern, falls ihr Interesse habt. Die gibt es ja jetzt mit einer aufgelegten Stickerbogen-Variante. Wenn ihr die alte haben möchtet, im Legoland gibt es die noch immer. Und so wie es aussieht, wenn wir dort drüber schauen, in die Technikabteilung sogar einige. Uns interessiert jetzt aber ein Set von der Marvel-Serie. Mal schauen, ob es das hier gibt. Habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Es ist nicht Thors Hammer, sondern ein anderes Set. Ja, auch das schöne Baumhaus, welches wahrscheinlich nicht mehr lange am Markt sein wird. Schnappt euch das noch, wenn ihr wollt. Ah, Rita findet nicht, was sie hier gesucht hat. Sie will nochmal in den Ninjago City Shop. Koffer habe ich auch noch nicht gesehen aus Lego. Sehr cool. Taugen vielleicht sogar als Handgepäck. Hier Ninjago. Aber wo das Set ist, welches ich begehre, abgesehen natürlich von Rita, wobei sie ja kein Set ist, da bin ich jetzt gespannt. Hier auch nicht bei den Infinity Saga Sets. Und hier ist wieder City. Nein, das sieht nicht gut aus. Ein paar neue Polybags haben sie, glaube ich. Jedenfalls habe ich das Jurassic World Polybag hier noch gar nicht gesehen. Hier mit dem kleinen Dino, das werden wir vielleicht mitnehmen. Und dann sind wir zurück bei City. Das ist auch eine neue Tasche, glaube ich. Die habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. So, kurzes Zwischenupdate. Es ist noch nicht mal 15 Uhr. Ich bin jetzt mal kurz zum Auto gegangen und habe die Einkäufe in den Kofferraum getragen. Rita ist natürlich schon wieder Kaffee trinken. Ich werde jetzt aber auch wieder zurückgehen ins Legoland. Also wenn ihr was einkauft, was zu schwer ist oder ihr habt das Zeitfenster verpasst, wo man die Sachen zum Infostand bringen kann, dann bringt es einfach zum Auto. Und ich schaue mal schnell, ob der Kofferraum zugesperrt ist, denn manchmal sperrt sich der nicht riecht automatisch zu. So, jetzt sind die Einkäufe sicher verstaut und es geht wieder ab ins Vergnügen und ich schaue, wo Rita ist, denn die trinkt irgendwo Kaffee. Untertags ist der Eingangsbereich des Legolands hier übrigens immer extrem ruhig. Also wenn ihr da für ein Foto rauskommen wollt, könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Wir sind nur ein paar Leute, die gerade, ich glaube, schon nach Hause fahren müssen, weil sie kleine Kinder haben oder weil sie so wahnsinnig sind und ihre Einkäufe, so wie wir, ins Auto bringen müssen. Aber ansonsten immer sehr nett, diese Eingangssäule hier. Das ist meine. Und das ist Christoph und wir haben jetzt schon voll viele rundherum.
Auch der Minifiguren-Shop war an dem Tag zum Bersten gefüllt, deswegen kurz wieder aus dem Off. Es gab auch hier ein paar neue Teile. Allen voran haben wir Torsos und Beine gefunden, die wir beim letzten Besuch noch nicht gesehen haben. Die haben wir natürlich auch gekauft und Rita wird euch die im Haul-Video zeigen. Hier, ihr wisst es, eine Figur selbst zusammenzustellen, 1,99 und 6 Figuren kosten 10 Euro, wobei da sogar ein Accessoire dabei ist. Das heißt, das sind also ganz gute Preise. Die Figuren sind zum Großteil aus dem City-Segment. Es gibt aber auch, wie wir euch schon gezeigt haben, ein paar Ritter, die auf eine große Ritterburg schließen lassen, hoffen wir zumindest. Und da könnt ihr euch wirklich nach Belieben eure Figuren zusammenstellen. Es ist recht nett, weil wir haben auch Leute gesehen, die sich nur eine einzige Figur genommen haben. Rita hat sich dieses Mal, glaube ich, auch zurückgehalten, denn sie hat 6 Figuren zusammengestellt. Das ist bei einem Preis von 10 Euro eigentlich ganz in Ordnung. Und es sind wirklich sehr, sehr schöne Teile dort zu finden. Wir sind wieder zurück. Übrigens, weil ich zuerst nicht erzählt habe, das Set, was ich wollte im City Shop, war leider nicht vorrätig. Es ist der Daily Bugle, den wir zwar schon haben, aber wir planen jetzt was damit. Den wollte ich noch mal kaufen und Sie bekommen ihn aber erst wieder, also mal sehen. Und Rita hat irgendwas bei der Fahrschule gesehen, keine Ahnung. Der Riesenvogel vorbei. Schaut euch das mal an, das ist doch so nett gemacht. Also ich bin jedes Mal wieder verzaubert und heute ist mal nichts los. Und da sieht man das schon echt, wie nett das eigentlich ist. Schade, dass wir den Führerschein nicht mehr machen dürfen. Ich warte drauf, dass bald unser kleiner Baumeister den Führerschein macht. Das wäre ein Besuch im Legoland Deutschland, ohne auch die Fabrik aufzusuchen, wo wir uns natürlich wieder einen Sammelstein geholt haben. Dann sind wir eher ein bisschen schneller durch die Fabrik durchgegangen, weil wir das schon alles kennen. Falls euch das interessiert, wir haben das auch schon mehrmals gefilmt. Die Kartons mit den ganzen Teilen beeindrucken mich dennoch immer wieder. Und ich schwenke auch hier immer wieder mal nach links und schaue mir diese Spritzgussmaschine an, wo gezeigt wird, wie Legosteine produziert werden. Auf der linken Seite hier seht ihr dann sogar noch den Prozess, wie das funktioniert, wenn die Steine bedruckt werden. Einen kurzen Abstecher machen wir dann natürlich auch immer hier bei diesen Minifigurenkästen, wo wir großartige Figuren aus allen möglichen Lego-Serien der Vergangenheit leider sehen, also Ritter, Adventurers, alte Harry Potter Sets, Lego Rado, Islanders und so weiter. Und dann geht es hier raus in Richtung des Fabrikshops, wo wir vorher schon waren. Und was dort sehr interessant war an diesem Tag, wo wir das Legoland besucht haben, waren dort einige Bricklink-Händler, die wirklich mit Bananenschachteln und Umzugskisten Teile einsortiert haben und dann fast schon mit Bollerwagen und so Hilfsmitteln die Teile aus dem Legoland rausgekarrt haben. Das heißt also, die Teile dürften doch ganz schön günstig sein. Ich glaube, ich habe es hier kurz eingefangen, hier zur Rechten. Also es war der Boden des Legoland Fabrikshops teilweise zum Bersten gefüllt, hier mit den Teilen, die sich die Bricklink-Händler zusammengesucht haben. Also falls ihr nicht ins Legoland kommt, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, bei einem Bricklink-Händler eurer Wahl auch die Teile zu finden. Zweite Fahrt beim Feuerdrachen. Es steht 15 Minuten Wartezeit, aber es sieht so aus, als würden nicht viele Leute warten. Noch weniger als vorher. Und vorher haben wir auch nur 10 Minuten gewartet. Deswegen geht es jetzt nochmal los. Leider darf man auf der Fahrt nicht filmen, weil ja am Anfang so ein nettes, fast märchenhaftes Abenteuer auch für etwas kleinere Kinder stattfindet. Aber Kameras sind leider nicht erlaubt. Dafür schauen wir jetzt gleich hier mal rein. Auf der Suche nach einem gemütlichen Platz. Gemeinsam mit euch natürlich wie immer. Aber oh ja, das sieht sehr gut aus. Bis auf den weisen und mächtigen Merlin. Merlin nahm den Feuerdrachen zu sich ins Schloss und gab ihm die Ehrenvolle. Das zweite Mal mit dem Feuerdrachen erfolgreich gefahren und den Drachen eingefangen. Rita ist begeistert. Meine Haare sind auch wieder. Es ist jetzt schon später Nachmittag und Rita will nochmal hinüber zu den Ninjas und dort noch irgendwas einkaufen, aber wir werden sehen, was das wird. Ich weiß es selbst nicht. Genau. Weil das letzte Mal, wie wir hier waren, waren noch sehr viele Sachen von den Ninjago im City Shop und sie haben jetzt aber einiges von den Sachen in den separaten Ninjago The Ride Shop umverfrachtet. Das und jetzt sind wir von dem Shop in City Shop und jetzt gehen wir wieder zurück.
im Ninjago Store, wo es jetzt auch einen Figurenkasten gibt. 6 Figuren, 10 Euro. Sehr coole Teile, natürlich alle angelehnt an das Ninjago-Thema. Aber alle Ninja-Fans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Es gibt auch Waffen, Schwerter, Feuer und ein paar wirklich coole Teile, wie zum Beispiel dieser Schlangenkopf. Ja. Also hier gibt es, soweit wir sehen, alles von Ninjago, was Sets anbelangt, die es aber auch im City-Set gibt, plus jede Menge exklusiver Sachen, wie diese Koffer, Rucksäcke, Federpenale und auch T-Shirts oder Kappen. So, glücklich und zufrieden treten wir jetzt unsere Heimreise an. Rita hat gerade noch ein Foto gemacht für Instagram, Richtig. dass auch das aufgenommen wurde. Es wurde jetzt gegen Abend hin sehr schön. Wir sind noch ein zweites Mal mit dem großen Rennen gefahren, haben jetzt noch ein bisschen im Miniland die Seele baumeln lassen. Da haben wir jetzt die Kamera nicht mehr mitgenommen. Am Schluss waren wir jetzt dann nochmal im City Shop, wo extrem viel los war. Also da ist man fast durchgeschoben worden. Also geht einkaufen am Vormittag oder über die Mittagszeit, nicht am Abend. Genau. Wir haben ja unsere Einkäufe dieses Mal nicht hinterlegen lassen, sondern Christoph ist dann einfach mal kurz rausgezischt und hat die Einkäufe in das Auto gepackt, was echt eine super Idee war, denn dann haben wir das nicht alles mittragen müssen. Und natürlich, wenn ihr das macht, nicht vergessen, euer Ticket oder Jahreskarte mitnehmen plus Reservierung, denn nicht, dass ihr dann nicht mehr reinkommt. Sonst kommt ihr nicht mehr rein. Wem ist das passiert und der musste noch mal zurück zum Auto gehen? Ich kenne niemanden. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Fragen zum Legoland habt, dann gerne her damit. Schaut auch bei den anderen Videos von uns vorbei, so wollte ich sagen. Wir haben ja schon mehrere aus dem. Jetzt muss ich gerade schauen, wo unser Auto eigentlich steht. Irgendwo Deswegen bei der Katze, bin ich ein wenig verwirrt. Ich glaube, wir gehen mal am besten dort drüber. Ich glaube auch. Wir haben auf jeden Fall schon mehrere Legoland-Videos gemacht, werden auch in Zukunft welche machen. Immer her mit den Fragen, mit euren Erfahrungen. Es kommt demnächst wahrscheinlich auch noch ein Haul-Video, wo wir euch herzeigen, was wir heute alles eingekauft haben. Natürlich. Und ja, jetzt geht's mal ab nach Hause. Und jetzt geht's mal Auto suchen und dann ab nach Hause. Werden wir schauen, wann wir uns wiedersehen. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir heute wieder hier waren. Danke für alle, die uns angesprochen haben, mit denen wir so coole Gespräche geführt haben. Es ist immer wieder sehr nett mit euch. Sehr. Und ja, ich bin jetzt wirklich etwas ratlos, wo unser Auto ist, aber ich denke, wir werden es finden. Bis dahin. Wenn nicht, machen wir den Haul am Parkplatz. Richtig, ja. Einen schönen Tag auf jeden Fall noch und euch auch viel Spaß, wenn ihr demnächst mal hierher nach Günzburg ins Legoland kommt. Macht's gut. Tschüss. Nach einem kleinen Spaziergang, macht euch keine Sorgen, wir haben das Auto gefunden. Also wir kommen sicher heim. Bis bald. Alles Bestens. Bis bald. Tschüss.